Leute, wie ihr es mitbekommen habt, durfte ich Sparking Zero schon anspielen und dementsprechend habe ich mich euren Fragen im Stream gestellt. Link zu Twitch in der Videobeschreibung, www.twitch.tv/maruhaki. Gerne ein Follow da lassen, um keine weiteren Livestreams in Zukunft zu verpassen. Und ja, es gibt einen Zusammenschnitt einfach aus dem FAQ. Ihr habt mir Fragen in den Chat gestellt und jetzt an der Stelle, Leute, ganz wichtig, falls ihr noch weitere Fragen haben solltet zu Sparking Zero, wo vielleicht ihr auch in die Kommentare geschrieben habt, ein bisschen untergegangen ist, ich noch nicht geantwortet habe oder irgendwas noch offen ist, gerne unter dieses Video in die Kommentare schreiben. Ich bemühe mich so schnell wie möglich, euch das Ganze zu beantworten, sofern ich das weiß. Ansonsten auch sehr gerne euch gegenseitig in den Kommentaren unterstützen und ich wünsche euch jetzt viel Spaß, Freunde, mit dem FAQ zu Sparking Zero. Also Mihawk legt schon direkt los mit der ersten Frage. Lokal Multiplayer. Sind da auch 5 vs 5 Kämpfe möglich? Ich konnte oder wir durften den lokalen Multiplayer nicht aufnehmen, aber ich hab eine Runde mit Osaru gezockt. Und ich kann sagen, dass wir, glaube ich, nur ein 3 vs 3 gemacht haben oder 3 Charaktere genommen haben. Aber safe wirst du, glaube ich, auch 5 Charaktere nehmen können. Wen würdest du mainen? Sag ich nicht. Nee, aber was die Mains angeht, ich glaube Trunks und Goodboy Muten wird auch am Start sein, Digga. Und ansonsten halt wahrscheinlich die eine oder andere Fusion. Die sind auch komplett busted, Alter. Fusionen sind krank. Sind die Sparking-Punkte auf einen Charakter verteilt oder auf einen Spieler? Ich meine mit Sparking-Punkte, die kostet sich zum Beispiel zu transformieren. Ah, okay. Jetzt weiß ich, was du meinst. Mihawk. Ich meine, die sind auf den Charakter verteilt. Mirset, Alter, was geht? Welcher Charakter hat dich enttäuscht, Joey? Ich bin ehrlich. Uigoku, ein bisschen. Weil bei Uigoku dachte ich halt, der wird so overpowered sein, der nimmt alles auseinander. Und der ist bestimmt krass. Ich habe die Dodge-Funktion zum Beispiel auch nicht austesten können, weil ich ja im Trainingsmodus war und die Gegnerpuppe oder der Gegner hat mich bewusst nicht angegriffen, damit ich halt alle Kombos und so, Moves, Ultimates und so austesten kann in Ruhe. Aber, ja, was ist enttäuscht? Ich hätte einfach mehr erwartet, so. Broly Z soll ja richtig geil und krass sein. Digga, es sieht halt übelst clean aus, also so viel kann ich sagen. Broly ist an sich einfach eine Maschine, Digga, in jedem Spiel. Es wird mit dem schon gut Spaß machen, Mann. Wie hat sich Vegetto Blue vom Moveset gespielt, Nico? Brutal, Digga. Sehr, sehr geil. Also sehr, sehr stark. Wie viel Zeit habt ihr bekommen, Croctus? Ich glaube, gute 4 Stunden zum Zocken. Gibt es Items wie in den alten Teilen, die man ausrüsten kann? Ja, die Kapseln, ISO. Alter, Wiz wird verboten, Digga. Wiz wird... Leute, ich habe das per Zufall herausgefunden. Ich glaube, das hatte keiner auf dem Schirm. Und das Ding ging auch dumm viral, Digga. Der Clip auf TikTok hat der... lasst mich nicht lügen, 800.000 Views oder so? Wiz busted, Digga. Akkurat, einfach Ultra Instinct Auto Dodge ohne Key-Verlust. Krass, ey, Exxon. Ich bin gespannt, ob man ihn aber im Versus, bzw. Online-Modus picken kann. Oder wenn er Teamkost hat, wie hoch die Teamkost sein wird. Raigin Shakai, was geht? Kann er das die ganze Zeit machen? Das ist doch OP. So wie es aussah, also als ich gegen ihn gekämpft habe, ja, konnte er es die ganze Zeit machen, ohne Key zu verlieren, etc. Kann man die Special Moves auswechseln, Infinity Hunters? Ich meine nicht. Ich meine nicht, dass du die Special Moves wechseln kannst. Kannst du was zu What If Fusions sagen? Hab gehört, dass da vielleicht was kommen soll. Kannst du was zu What If Fusions sagen, Joey? Ich weiß nicht, was du meinst, What If Fusion. Also meinst du die What If Story? Also mäßig sowas wie Goku und Gohan Fusion, meine gelesen zu haben, dass vielleicht echt, Joey? Also davon weiß ich nichts, sag ich dir ehrlich. Er meinte, weil neulich in einem Interview erwähnt wurde, dass sehr wahrscheinlich auch What-If-Fusion... Echt jetzt? In welchem Interview? Von Furuntani, Atzen. Vom Producer Furuntani, der hat gesagt, dass What-If-Fusionen reinkommen. Wahrscheinlich in dem einen Modus ist es vielleicht möglich. Ich sag, es kommt noch ein DLC für GT, wo Super 17 und die restlichen Shenlongs kommen. Ja, Vegeta GT ist zum Beispiel auch noch nicht am Start. Bis auf 4-fach. Also, die haben da schon noch ein bisschen Lücke gelassen. Wäre cool, wenn die irgendwann noch die Ice-Map bringen aus den... Reagan, guck mal, das Ding ist, was das Thema Map... Das war, glaube ich, der meiste Kommentar, den ich auf TikTok und YouTube gelesen habe, dass die Leute wegen den Maps rumheulen. Digga, ich weiß nicht, was ihr mit den Maps habt. Also, 12 Stück sind am Start. Es gibt, sage ich jetzt mal, die wichtigsten. Klar, einige fehlen noch und werden bestimmt auch im Nachgang noch welche kommen. Aber, Digga, diese Maps sind so groß. Konzentrier dich auf die Charaktere und hau die Leute weg, Digga. Die Maps sind interaktiv, die sind immersiv.
scheißegal, wo du deinen Gegner vermöbelst. Von mir aus könntest du die ganze Zeit nur eine Map geben. Ich würde die ganze Zeit zocken. Ich habe bei Naruto Storm gefühlt auch nur eine Map gespielt und das war überwiegend Konoha. Digga, es sind doch genug. Alter, guck mal, wie viele Filmantagonisten dabei sind. Reicht es nicht? Atze. PC-Version ist richtig und wichtig, weil die Mods immer. Das ist halt das, gell? Ich denke mir auch, Frogs, die Mods werden halt auch brutal sein, Digga. Vor allem die Grafik und die Performance von dem Spiel ist so heftig. Bruder, werde eh nur World Tournament zocken, weil ich das am geilsten finde, wenn die Zuschauer flüchten. So sieht's aus, Mirzit. Warum, wenn World Tournament offen ist, danach ist krass nice. 23 Maps bei Budokai Tenkaichi 3, Sparking Zero 12 Maps. Als ob das jetzt die Meta ist. Erstens das und ich finde, du kannst es aber nicht vergleichen, weil guck dir die Maps in Budokai Tenkaichi dran an und guck dir jetzt die Maps an. Diese Maps leben. Du kannst deinen Gegner in ein Haus rammen, in dieser Etage kämpft ihr weiter. Glaubst du, es gibt im Episode-Modus bei dieser Map Möglichkeit, geheime Pfade freizuschalten, wo man die Filme oder Fillerkämpfe bekommt? Boah, gute Frage. Also ich habe nur so ein paar Blicke erhuscht auf diese Map und da schien halt alles vorgegeben sein, was halt echt krass wäre, wenn die wirklich so Secret-Pfade hinzupacken sollten, wo einfach irgendwie zu aktivieren sind, wenn halt bestimmte Konditionen oder so eintreten. Das wäre krass. Mauro, hast du gesehen, man kann die Ja, habe ich gesehen, Gamer. Habe ich gesehen. Das habe ich vergessen zu erwähnen. Ich habe mich auch brutal, ich habe das auch direkt in der Runde so rumgeschrien. Ich dachte mir so, boah, Leute, man kann alle Tasten verändern. Weil das hätte ich auch nicht gedacht. Am Anfang war ja auch nur Standard und die einfache Steuerung und die normale und die Classic-Steuerung von der alten Budokai Tenkaichi-Teil. Jetzt kannst du halt beliebig die Elemente verändern, wie du Bock hast. Ich hoffe, die machen das so wie Mortal Kombat 1 und bringen nach einer Zeit Crossplay hinein, weil solche Games heutzutage leben auch heutzutage von... Also, ich sag dir ehrlich, Forks, es wäre stark. Es wäre safe richtig stark. Aber ich glaube, die hatten jetzt mit diesem Spiel, mit dieser Anzahl an Charakteren und mit den Umgebungen, mit den Effekten, mit allem Möglichen schon so viel zu tun, Digga, dass ich denke, dass die werden das Game nicht droppen und drauf scheißen, so in der Hinsicht. Ich glaube, die werden schon noch sehr, sehr, sehr viel Content rausbringen. Ich bin sehr gespannt, was die Verkaufszahlen angeht, weil ich finde, Sparking Zero hat schon sehr starkes und gutes Marketing betrieben und kann mir vorstellen, dass es langfristig als Xenoverse 2 mit Langzeit-Content abdecken wird. Das ist ein fetter Pluspunkt von mir, dass man die Map komplett zerballern kann. Das ist richtig geil, kann nix. Das ist echt stark. Aber wirklich alles, auch jeden Boden, bis gar nichts mehr da ist. Jede Wand, jeder Boden, jede Pflanze, alles. Maro, denkst du, die bringen irgendwann auch eine Fortsetzung von der Budokai-Reihe? Mein Thema zu dem ist jetzt einfach an und für sich, was alte Spielereien angeht. Die haben jetzt dieses Fass geöffnet von Budokai Tenkaichi 3 nach 17 Jahren und rein theoretisch können die jede alte Spielereihe wiederbeleben. Sei es Dragon Ball, Naruto, One Piece, was auch immer. Ich finde, die Attacken zocken so viel ab. Ich hoffe wirklich, dass man das Leben irgendwie erhöhen kann. Ice-T. Du hast aber schon viele Lebensbalken. A, B, du brauchst echt gut immer Ki. Und C, musst du halt auch treffen, beziehungsweise der Gegner wird dich nicht so leicht treffen lassen. Der Big Slow ist auch am Start. Was geht? Moin. Hab das Game nicht so verfolgt. Aber wird es Janemba geben, weiß man das schon. Big Slow, heute, in dem Moment, vor 2 Stunden, ich wusste, dass diese Frage von dir kommt, habe ich das Gameplay von Janemba und Super Janemba hochgeladen. Plus Gogeta Gameplay. Ich werde so hart Super Saiyan 4 Gogeta main. Maura, da wirst du nicht der Einzige sein, das kann ich dir sagen, Digga. Also, ich werde ihn nicht main, aber ich weiß, dass sehr viele andere nicht spielen werden. Ist in der Edition, wo man Early Access bekommt, die DLC drin? Ja, Muri ist. Ich benutze Sparking Zero als Neustart, weil, wann habe ich das letzte Mal Budokai Tenkaichi gezockt, als ich 10 war? Exxon ging mir genauso. Ich habe auch nochmal reingeschaut in die alten Teile, aber ich bin komplett draußen, Digga. Bin komplett draußen. Aber easy, Digga, man kommt wieder rein, glaub mir. Inzwischen bin ich auch, je öfter ich es gespielt habe, desto eher bin ich reingekommen und trotzdem werde ich nochmal dick in den Trainingsmodus reingrinden müssen, Digga.